Wenn du langsam genug hast vom Ostereier essen, können wir damit noch ein bisschen experimentieren. Und zwar schauen wir zuallererst mal, ob ein hart gekochtes Osterei eigentlich schwimmt. Keine Chance, es ist dichter als normales Leitungswasser und geht deshalb unter. Was passiert aber, wenn wir eine ganze Menge Zucker in unser Wasserglas schütten? Zuerst einmal gar nichts. Aber wenn wir dann rühren und der Zucker sich nach und nach auflöst und wir genug Zucker genommen haben, kann unser hart gekochtes Osterei plötzlich schwimmen. Wieso das denn? Wir haben durch das Lösen des Zuckers im Wasser unser Wasser schwerer gemacht. Es ist jetzt dichter, weil zusätzlich zu den Wassermolekülen auch noch die Zuckermoleküle da sind. Ihr könnt mal probieren, ob ihr durch das Lösen von Zucker oder auch Salz noch andere Dinge zum Schwimmen kriegt, die sonst untergehen. Und wir können gleich noch einen Versuch anschließen. Wir färben das schwere Zuckerwasser mal mit Lebensmittelfarbe ein, füllen ein anderes, hohes Glas mit Wasser derselben Temperatur und probieren ganz vorsichtig das schwere Zuckerwasser unter das andere normale Wasser zu gießen. Wenn man das blaue Zuckerwasser ganz vorsichtig am Rand reinlaufen lässt, funktioniert das sogar und es entsteht eine Schichtung im Glas. Rühre ich das mit einem Löffel um, ist Zuckerwasser und blaue Farbe gleichmäßig verteilt. Wenn ich das Experiment mit normalem gefärbtem Wasser probiere und wieder versuche, so eine Schichtung herzustellen, werdet ihr sehen, dass das nicht funktioniert. Das gefärbte Wasser verteilt sich ganz schnell im Rest des Glases, so dass ich immer eigentlich eine einheitliche Färbung sehe. Es gibt noch ganz viele verschiedene Versuche, die ihr in diesem Zusammenhang durchführen könnt. Ihr könnt es mit Salz probieren, ihr könnt mal messen, wie viel Salz oder Zucker lässt sich überhaupt in Wasser lösen, bevor es dann einen Niederschlag gibt, spielt die Temperatur des Wassers eine Rolle und. Ich bin mir sicher, ihr findet auch tolle Ergebnisse und ich bin gespannt, wie die aussehen werden.